Also du kennst auch andere Klassenzimmer als in dem, wo wir heute sitzen. Und trotz alledem hat das eine Wirkung, dass man da also mit dieser Methode, es ist eine Einstellung, die sich da auch mit breit tut. Es ist eine Haltung, Henry. Also ich bin ganz sicher, dass es eine Haltung ist. Eine Haltung, zum einen zu wissen, Lernen passiert nur dann, wenn ich in Beziehung stehe. Ich kann nicht lernen, wenn es mir im Klassenraum nicht gut geht. Ich habe das mit den Eltern dahingehend versucht zu erklären, wenn ihr finanzielle Sorgen habt, dann könnt ihr nicht aktiv kreativ sein. Dann muss da erstmal dran gearbeitet werden. Und ich denke, das ist das, was im Klassenzimmer auch passieren muss. Ich muss nicht immer der Kontrolleur sein. Ich muss vielleicht auch nicht immer vorgeben, das ist heute Thema. Natürlich habe ich meine Richtlinien und natürlich müssen wir bestimmte Standards erfüllen. Aber die kann ich immer mal wieder einstreuen. Aber ich kann doch auch manchmal fragen, Mensch, ne, das ist das Thema, habt ihr eine Idee, wie wir es umsetzen können? Und da gibt es Kinder, die so viel Wissen haben, wie man das machen kann, manchmal mehr als wir, müssen wir doch ehrlich sagen. Wichtig ist dann, dass die Kollegen die Sicherheit haben, es ist jetzt in Ordnung, dass es so läuft und wir erreichen unsere Standards. Denn die Eltern sind ja auch noch im Hintergrund und haben Sorgen um die Existenzen ihrer Kinder. Was macht ihr jetzt mit den Kindern? Lernen unsere Kinder? Ja, die lernen. Ja. Das ist ja das Besondere bei dem Movement Method, da werden ja Lerninhalte vermittelt. Ja. Also wirklich nachprüfbare Dinge, die der Lehrplan vorgibt. Wie bringt ihr das jetzt zusammen? Also es gibt ja keinen deutschen Movement-Lehrplan, das gibt es ja noch nicht. Ihr habt einen Lehrplan, der ist von der Landesregierung, vom Bildungsministerium vorgegeben. Wie kriegt man das denn jetzt deckungsgleich oder zusammen? Ach Henrich, das weiß ich noch nicht. Aber was wir machen können, ist doch zu schauen, welche Inhalte können wir bewegungsmäßig draußen in der Natur umsetzen. Und wenn wir doch jetzt erstmal anfangen, Bildwortkarten im Klassenraum zu verteilen und zu sagen, so, such 10 Bilder, in denen du ein A hörst. Dann sitzen die nicht am Tisch und sortieren da, sondern sie gehen. Lautieren vielleicht in dem Moment immer wieder den Laut, den sie hören müssen. Oder wenn ich über den Herbst schreiben möchte, gehe ich an die Bäume heran, fühle vielleicht und fühle die Blätter. Also ich glaube, werden wir kreativ. Oder wir haben jetzt die Zahlen an unseren Stufen von 1 bis 18 hochgeklebt. Geh mal bis 18 hoch, dann weißt du, wie mächtig die einzelne Zahl ist. Also wir fangen mit Kleinigkeiten an. Und dann gucken wir weiter. Wir haben den Lehrplan, den vergessen wir auch nicht. Aber wir fangen vorsichtig an. Also ihr habt das, was Movement was du an deiner Schule, du bist an einem Tag erstmal mit angefangen. Ja. Und hast dann gesagt, ich kann es gar nicht alles umsetzen. Ich mache erstmal einen Schritt und dann gucke ich und dann läuft das nachher von alleine. Ganz genau, wir haben ja Common Core, das sind also Standards fürs ganze Land im Grunde. Die müssen wir ja auch folgen. Ja. Und die sagen mir also schon, was ich unterrichten muss. Was die mir nicht sagen, ist, wie ich so unterrichten muss. Und dadurch, dass Movement Method im Grunde mehr wie so ein Framework ist, das ist ja kein anderes Curriculum oder noch was du machen musst. Es ist ja mehr Werkzeuge, wie man es besser unterrichten kann und wie die Kinder es besser lernen. Und dadurch konnte ich das einbauen. Erstmal nur einmal eine Stunde, weil ich erstmal mein Gehirn so öffnen musste für die Kreativität. Und dann kam das aber mehr fließend. Und jetzt weiß man halt, oh, Vokabeln kann ich so unterrichten, Mathe kann ich so unterrichten. Jetzt hat man schon so eine ganze Werkzeugbox nach einem Jahr. Es geht also immer mehr fließend, wird immer mehr. Also eine Werkzeugbox, da fällt mir noch was ein. Wir müssten mal, was kostet das denn jetzt? Ich meine, musst du da extra Material kaufen oder wie funktioniert das beim Movement Method? Also die Natur ist da, die brauchst du nicht zu kaufen. Das gab es auch. Gut, die Tipi-Zelte haben wir gekauft. Diesen Sandkasten. Wir haben so viele Eltern, die sagen, komm, wir machen. Gut, ich würde jetzt gerne noch ein paar mehr Trampoline anschaffen, aber da auch den Kollegen die Sicherheit geben, die Kinder werden dann kein Salto springen. Also be careful, das wird gehen. Wir brauchen da gar nicht so viel. Du musst deinen Horizont ein wenig weiten und sagen, wie kann ich es nochmal anders umsetzen?
Aber das hat uns ja Bianca auch nahegebracht. Fangt doch erst mal an mit einer Stunde. Und wir wollen jetzt so einen Ideenpool sammeln. Und ich glaube, wenn einer eine Idee hat, dann kommt eine andere dazu. Ja. Also so ein Ideenpool ist ja da kann jeder drauf zugreifen und jeder kann dann mit seiner Fragestellung dahin kommen und findet eine Antwort oder er gibt die rein und die anderen denken alle mit. Ja. Das ist ja eine tolle Gemeinschaftsleistung, die bindet ja auch noch mal ein bisschen zusammen. Ja. Ne? Eiko, du hast gerade einen tollen Vorschlag gemacht, einen Ideenpool für euer Lehrerteam zu machen. Das weiß ich nicht, ist sowas möglich? Ja, das haben wir eigentlich schon. Also auf dieser Website from Neutrals Learning System, die haben also schon so Forums und sowas. Und da kann man schon auch Fragen stellen. Und das habe ich Ihren Kollegen auch schon gesagt, dass die da Fragen hinstellen können, wenn die stecken geblieben sind oder nicht wissen, wie sie was unterrichten sollen. Und dann haben wir Fachleute von der ganzen Welt im Grunde, die dann antworten. Und auch andere Leute, die dann sagen können, oh, da habe ich auch eine Idee für. Das ist also sehr hilfreich. Und man fühlt sich dann auch nicht so ganz so alleine, wenn man erstmal anfängt. Und dadurch, dass wir Leute in der ganzen Welt haben, ist das auch sehr interessant. Man kriegt die ganzen anderen Perspektiven damit rein. Also 1x1 ist auf der ganzen Welt immer das ganz Gleiche. Genau. Viele haben ganz tolle Ideen, wie man es unterrichten kann. Also dann wird das ja mal international hier. Also du kannst jetzt auf so einen Pool zurückgreifen mit einem Problem oder mit einer Fragestellung oder du kannst auch Ideen da reingeben. Und das gibt Sicherheit. Es ist ja eine Veränderung und machen wir uns nichts vor, eine Veränderung birgt auch immer Unsicherheit. Und wenn ein Kollegium schon belastet ist, warum auch immer, und dann kommt Schulleiter und meint, Mensch, da wäre doch noch mal was, muss Sicherheit werden. Und so ein Ideenpool gibt Sicherheit. Das heißt ja nicht, ich muss es kopieren, aber es gibt eine Idee. Es öffnet nochmal. Und das tut gut. Und das haben wir auch auf der Website. Also wir haben kein ganzes Curriculum da, aber wir haben so Modellstunden, die man machen kann und sich angucken kann. Und was das machen soll, eigentlich so, dass Leute kreativ werden. Ach, so kann man das machen. Und da haben wir auch einige Stunden, zum Beispiel Bruchrechnung mit dem riesigen Fallschirm mit verschiedenen Farben, wie man Bruchrechnung unterrichten kann, mit Bewegung, mit Spielen, mit Rasierschaum. Das ist da alles drauf. Also man hat dann so eine Seite, wie man das alles machen muss, welche Standards damit abgedeckt werden, wie viele Materialien man braucht. Das ist alles in einer Seite und dann normalerweise so ein kleines Video, was Leute sich angucken können. Das ist nicht länger als 2 Minuten oder so. Und das hilft aber, gut, wir haben nicht alle Standards, aber es hilft, die Gehirne zu öffnen für Kreativität. Mit wie vielen Lehrern aus dem Kollegium habt ihr jetzt den Kurs besucht? Man muss jetzt sagen, es war der Freitagnachmittag nach einer hochanstrengenden Woche, also einer unglaublich hochanstrengenden Woche, waren wir am Freitag mit 14 oder 15 Personen, und es sind 22, von denen 2 erstmal krank waren, war das Kollegium hier. Und was uns unheimlich gut getan hat, nach dieser Woche waren wir alle in einem Stress. Wir sind auch, die haben sich alle auf diese Fortbildung gefreut, sonst wären wir nicht da gewesen. Aber was im Laufe der Zeit, im Laufe des Nachmittags passierte, war, wir haben miteinander gelacht. Okay. Wir waren nicht albern, das meine ich nicht, aber wir haben miteinander gelacht, weil wir Aufgaben hatten. Und es hat plötzlich Spaß gemacht, dieses komplexe System zwischen Oxytocin und Cortisol anderen zu erklären. Wir sollten das machen. Erklärt Eltern, warum muss jetzt Lernen umgestellt werden? Wir hatten Hilfe, wir hatten die Aufgabe, 9 Personen, ihr macht was bitte zusammen. Und wir haben, ohne dass man uns nähere Informationen dazu gegeben hat, wie, konnten wir kreativ werden. Und das hätten wir uns, glaube ich, gar nicht getraut. Und das hat wieder Gemeinschaft gebracht. Unglaublich Gemeinschaft. Sicherheit. Und wir waren gelöst. Und ich glaube, wir können jetzt in die nächste Woche, in den nächsten Wochen auch daran wieder anknüpfen. Also das, was den Kindern gut tut, hat uns auch gut. Also es war beeindruckend, ja. Ja, klasse. Bianca, die ist die Frage, was hast du mit den Lehrern gemacht in dem Kurs? Ja, wir haben Movement Method gemacht. Movement Method, ja. Genauso das Teach it and preach it, was wir denen versucht haben beizubringen. Die hatten viel Bewegung, wir sind durchs Fenster geklettert, um rauszugehen und Schatzsuche zu machen. Und das geht mit Erwachsenen auch. Das geht auch in Universitäten und das ist nicht nur für Kleinkinder.
Ja. Was passiert ist, wir waren in dem Moment wieder Kind. Mensch, welches Kollegium geht durch die Fensterscheibe ich meine, wir haben sie vorher geöffnet, nach draußen, weil das hat uns gelockert, das hat uns gelöst. Also ihr seid wirklich Wir sind aus der Übung heraus, aus dem Kurs, alle, auch im Rock. durch das Fenster gegangen. Ja, ich meine, es war geöffnet, Henry. Ja, aber Wir sind da durchgegangen. warum seid ihr denn nach draußen gegangen? Wir sollten draußen eine Schatzsuche machen. Okay. Und Und dann hieß es von Gitti und von Bianca ab durch das Fenster. Ja, dann sind wir, gehorsam wie wir sind, ab durch das Fenster. und wie fühlte man sich danach? Es war klasse, Henrich, es war klasse, was auch passiert ist. Wir haben uns gegenseitig die Hand gehalten, um da rauszukommen. Es passierte also noch sehr viel Soziales, Interaktion. Wir hatten Blickkontakt wieder, den wir vielleicht in der letzten Woche nicht hatten. Wir konnten uns wieder anlächeln, das war in der letzten Woche nicht. Also, oder diese Auflockerung in der Fortbildung. Hüpft mal durch den Raum und begrüßt euch. Ich meine, nachher war das dann irgendwann dran. Es war unglaublich positiv, es war gelockert und wir konnten das ist ja nun nicht ganz leicht, Oxytocin und Amygdala, alles dorthin zu packen, wo es hingehört. Wir konnten es aufnehmen und das nach einer hoch anstrengenden Woche. Also euch hat Bewegung, also Movement, geholfen. Ja. Und ihr habt es auch sofort umgesetzt und gemerkt, es wirkt. Ja. Ja, klasse. Also dann hat der Kurs, den du gegeben hast, ja genau das erreicht, was Movement eigentlich auch kennt und schon überall auf der Welt macht. Ja, die Arbeit spricht für sich. Ja. Das muss man nur immer ein Fenster dann haben. Ne? Och. Da muss man kreativ sein. Ja. Aber ich merke jetzt schon, ihr hattet echt unheimlich viel Spaß und Freude bei der Sache. Und Humor ist ja auch eine der wichtigen Dinge dabei. Aber Humor kann man ja nicht unterrichten. Wie machst du das? Ja gut, man muss ein offenes Mind dafür haben, aber man muss sich selber nicht ganz so ernst nehmen. Und ich finde, viele Lehrer nehmen sich selber viel zu ernst und haben Angst, dass die Kinder auch mal über einen lachen. Und wenn man das so ein bisschen loslassen kann und Spaß mit den Kindern haben kann, das baut ja auch eine ganz andere Beziehung auf. Das verbindet ja irgendwo, wenn man zusammen lacht und wenn man sich nicht so ganz ernst nimmt, das hilft. Ja, und das rettet manchmal auch so Situationen, wenn man das auch nicht weiter weiß und dann denkt man, oh, dann kann man sowas immer gut dann nehmen, weil Lachen ist immer, nimmt viele Spannung schon mal weg. Ne? Auf jeden Fall, ja. Würdest du das denn, du kannst ja jetzt gar nicht mehr ohne Movement denken und arbeiten. Das geht gar nicht mehr. Nein. Wie würdest du das denn jemand anderen, Schulleitung oder ihr trefft euch in eurem Zirkel, wenn die mal fragen oder wenn du denen mal das erklären wolltest, was würdest du denen als erstes sagen? Weshalb sollten die sich Movement mal angucken? Weshalb sollten die Bianca mal anrufen und Bescheid geben, kannst du mal zu uns kommen? Was würdest du denen sagen? Also ich würde es, glaube ich, gar nicht sagen. Ich würde es mit einem Team spielen. Genau das wollten Bianca und Gitti auch von uns. Wie stellt ihr es Eltern vor? Und dazu erklären, was passiert, wenn ich sage, und du arbeitest jetzt. Das hast du gestern gelernt, das haben wir gestern gemacht. Ruf es ab. Warum kannst du das jetzt nicht? Was in dem Moment dann im Körper passiert. Und dann eben, wenn wir erstmal locker miteinander hüpfen oder uns begrüßen und erstmal so schauen, Mensch, ne, wie kommen wir hier in eine Entspannung? Und zeigen dann im Rahmen von Bewegungsangeboten, dass Lerninhalte leichter aufgenommen werden können. Also wir hatten dann am Freitag 2 Teams, ich würde beide Teams einladen, die Kollegen dazu, schaut es euch an. Und Henrich, ich bin sicher, dass jeder von uns weiß, so können wir im Moment nicht weiter unterrichten. Da bin ich fest von überzeugt. Den Mut nicht. Und wahrscheinlich muss irgendwann der Leidensdruck so groß werden, dass du sagst, wir müssen hier allgemein etwas ändern. Und ich muss vielleicht nicht immer sofort wissen, was ist 3x3. Das kann ich nachgoogeln. Das kann ich im Taschenrechner eingeben. Ich brauche was anderes, damit unsere Gesellschaft auch den Menschen gegenüber, die mal eine andere Sichtweise haben, die traurig sind, die depressiv sind, die andere Bedürfnisse haben, dass wir diese nicht mehr exkludieren, sondern inkludieren. Movement ist was für Inklusion. Das ist der Weg für Inklusion. Ich muss da gar nicht so viel ändern. Ja. Das ist bereichernd, das ist auch arbeitsentlastend. Meine Psyche ist frei. Ich fühle mich nicht mehr ohnmächtig.
Wenn ich da sehe, einem Kind geht's nicht gut, habe ich jetzt Handwerkszeug. Ich kann nicht alle Kinder retten, aber ich kann zumindest ein paar zeigen. Mensch, unsere Welt ist lebenswert und du bist lebenswert. Und das kommt beim Movement rüber. Also ich finde das total klasse, sehr beeindruckend, wie du das beschreibst, und das macht schon Spaß, dazu zu hören. Man merkt das richtig. Bianca, hast du häufig dann so Lehrerteams, die sagen, oh, ich habe keine Lust mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, und kannst du diese Erfahrung teilen? Ja, dieses Ausgebrannt kommt ja immer mehr vor. Ne? Also ich glaube, in den Staaten ist das mittlerweile, gute Lehrer hören nach 5 Jahren auf. Okay. So ziemlich. Das ist also echt beängstigend, und ich sehe das auch mit jungen Lehrern. Ich bin schon seit über 20 Jahren im Schulbereich und wir verlieren echt gute Lehrer schon nach wenigen Jahren wegen diesem Ausgebranntsein. Und durch diese Methode, dadurch, dass man wieder kreativ sein kann und lachen kann und Spaß haben kann und alle Kinder erreichen kann, da sitzt halt keiner in der Ecke, den man nicht inklusieren kann. Das ändert sich. Das ganze Verhalten der Lehrer ändert sich wieder. Und ich habe jetzt schon mein ganzes Team, also alle 5. Klasse Lehrer, die das mitmachen wollen und da mehr lernen wollen. Und das ist sehr hilfreich, auch diesem Ausgebranntsein gegenzuwirken.